Hallo und herzlich willkommen aus Bangkok. Ich bin mittlerweile zum 4. Mal in Thailand, vor über 15 Jahren als 19-jähriger Backpacker, das erste Mal, dann noch zweimal mit meiner Frau im Jahr 2022 und 2024. Und ich hatte eigentlich den Eindruck, ja, ich habe in dieser Zeit Thailand eigentlich echt gut kennengelernt und vor allem auch lieben gelernt. Aber desto öfter ich hier bin, desto mehr habe ich eigentlich den Eindruck, wie wenig ich vom Land erst kennengelernt habe. Und deswegen führt uns diese Reise auf eher ungewohnte Pfade. ค่ะมีตั๋วแล้วมาเลยค่ะมาเครื่องว่างเลยจ้ะ Number one, Yes, seat 7. seven. Yeah. I think second row in the front side. Okay, couple. Here I am in Den Chai. Das ist eine Stadt, die etwa auf halber Strecke zwischen Bangkok und Chiang Mai liegt, also Richtung Norden von Thailand. Allerdings ist es hier nicht mein endgültiges Ziel, sondern nur zum Umsteigen. Ich habe jetzt ungefähr so 6 Stunden mit dem Zug gebraucht und muss jetzt mal schauen, ob ich mir irgendwo ein Taxi oder ein Tuk-Tuk hier auftreiben kann, weil ich will noch ein paar Kilometer weiter in eine andere Stadt. แมลงชนิดมันต้องเหมาไปเดี๋ยวลุงต้องตีเปากลับนะ Am Bahnhof stand direkt ein Sammeltaxi. Das Problem ist, ich bin die einzige Person, die ausgestiegen ist. Deshalb kann ich mir die Fahrtkosten nicht teilen. Und es gibt auch kein Grab oder kein Bolt oder so. Aber das ist eigentlich mal ganz cool, einfach irgendwo aufzutauchen, keine Ahnung zu haben, was überhaupt passiert. Weil bei all der Bequemlichkeit, die dieses digitale Reisezeitalter mit sich bringt, geht ja auch manchmal so ein bisschen der Charme dadurch verloren, weil man alles irgendwie planen kann, alles ist organisiert, man kann alles mit dem Handy machen. Und hier ist es einfach mal so ein bisschen alles auf sich zukommen lassen. Is this all teak wood? Yes, Or everything? yes. Wow, it looks very nice. Bevor ich euch sage, wo ich hier eigentlich bin und was ich hier eigentlich mache oder vorhabe, was genau ich mache, weiß ich auch noch nicht ganz genau, aber ich wollte euch erstmal hier die Unterkunft zeigen. Vielleicht die schönste Unterkunft, in der ich jemals war. Hier ist es ein Gebäude aus Teakwood, weil diese Region hier ist für Teakwood und Teakwood-Handel bekannt und dementsprechend sind ganz viele Gebäude aus Teakwood hier. Wirklich riesige Stämme, der ganze Boden, die Treppen und so weiter, so schön verziert. Es sieht einfach unfassbar schön aus. Das Zimmer ist auch sehr gemütlich und eben gerade, ich war schon mal hier oben, ich zeige es euch gleich nochmal, das habe ich einfach nur aus den Socken gehauen. Schaut euch alleine mal die Tür an hier, auch aus Teakwood, super schön verziert und hier drinne ja eine Art kleiner Tempel oder ein Schrein. Hier hinten seht ihr ganz viele Buddha-Statuen. Hier seht ihr diese riesigen Vasen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht Ming-Vasen sind oder sowas ähnliches. Also ich bin einfach nur geflasht. Ich mache hier die ersten Schritte durch Phrae. So heißt der Ort hier, nämlich frei geschrieben und ich glaube, es wird Phrae ausgesprochen. Und frag mich nicht, wie ich hier drauf gekommen bin. Ich habe mir einfach bei Google Maps im Norden von Thailand ein paar Orte angeschaut, wo ich mir dachte, okay, die sind wahrscheinlich ein bisschen weniger touristisch und das bestätigt der erste Eindruck. Und ich laufe jetzt einfach mal so ein bisschen durch die Stadt, habe schon gerade ganz viele Streetfood-Stände gesehen, habe auch richtig Hunger. Ich esse aber gleich noch was, weil ich will hier noch ein bisschen langlaufen. Hier in der Tempelanlage habe ich schon Mönche gesehen, da hinten ist noch ein bisschen goldenes Licht. Also erster Eindruck, sehr schön. Der Trainer gibt jetzt nochmal das grande Finale hier.
Pretty little bird, 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 bird. Upon my doorstep, singing sweet song. I'm married in pure heart too, saying this is my message to you. Thank you very much. Happy for tonight. ขอบคุณนะครับ Guten Morgen, ich bin heute schon vor Sonnenaufgang aufgestanden, Jetlag-bedingt ehrlicherweise, und bin ein bisschen durch die Straßen gelaufen, um den Almosengang der Mönche zu sehen. In vielen buddhistischen Ländern laufen Mönche morgens durch die Straßen und sammeln Essen ein. Und ich habe auch ein paar Mönche gesehen, die auch diese Gefäße dabei hatten, allerdings keine Übergaben. Aber ich bin dann einfach noch hier ein bisschen durch die Stadt gelaufen zum Sonnenaufgang. Wirklich tolle Stimmung hier mit den ganzen Teakholzhäusern, dann auch viele grüne Bäume, Palmen teilweise und eben die ganzen Tempelanlagen, wovon es hier wirklich ganz, ganz viele in Phrae gibt. Und diese hier gefällt mir am besten und erinnert mich architektonisch auch sehr stark an Laos, was kein Wunder ist. Denn Laos und Teile von Myanmar und eben Nordthailand, wozu auch Phrae gehört, gehörten früher zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert alle zum Königreich der Lana, weshalb es da kulturell und religiös sehr viele Überschneidungen gibt. Und das war einfach nur ein unfassbar schöner Morgen. Ihr hört es im Hintergrund, die Vögel zwitschern, die Glocken läuten leise im Wind. Und ich bin der einzige Mensch hier. Die einzigen anderen Leute, die ich morgens gesehen habe, waren andere Mönche und schon ein paar Leute, die schon Straßenstände zum Essen aufgemacht haben. Also das ist wirklich Thailand in seiner schönsten und reinsten Form, unfassbar beeindruckend. Willkommen im wahrscheinlich schönsten Gebäude der Stadt, dem Khum Chau Luang, dem Sitz des letzten Gouverneurs von Phrae. Phrae war nicht nur die Stadt hier, oder ist nicht nur die Stadt, sondern war früher auch ein eigenständiges Gebiet, umfasst hier die ganze Umgebung, und das wurde 1891 oder 1894 errichtet und ist einfach nur wunderschön. Also einerseits natürlich auch die traditionellen thailändischen Lana-Elemente, das Teakholz und so weiter, aber auch europäische Einflüsse. Wenn man in Thailand ein Haus auf einem Grundstück baut, dann baut man meistens dazu hier auch ein Geisterhaus. Das dient dazu, dass dort die Schutzgeister, die auf dem Grundstück vorher gelebt haben, weiterhin leben können. Das ist dann meistens so ein kleiner Schrein, da werden dann auch Opfergaben gegeben. Das bringt dann Glück, sagt man. Und ich sag mal so, das Geisterhaus von diesem Gebäude ist einfach das Gebäude selbst. Das habe ich auch noch nie gesehen. Und falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und sollten euch mehr Videos interessieren rund ums Thema Reisen, Weltreise, Planung oder jetzt hier auch Vlogs aus Thailand, dann abonniert diesen Kanal. Und jetzt wird es Zeit, sich mal die Umgebung von Phrae anzuschauen. Ich habe mir in Phrae einen Roller gemietet und ihr habt es gerade auch gesehen. Also Phrae ist schon auch eine größere Stadt. Es sind jetzt nicht nur schöne alte Gassen mit Teakhäusern, sondern da leben 18.000 Menschen mittlerweile. Das ist die größte Stadt hier in der Region. Und auch die Straße war jetzt eine große Hauptstraße, die ich gefahren bin. Jetzt bin ich aber abgefahren und jetzt so langsam geht es Richtung Berge. Let's go! Hier sind wir jetzt beim Wat That Inkang, heißt die Tempelanlage hier. Und ich hatte die glorreiche Idee, dachte mir so, das sieht bestimmt zum Sonnenuntergang ganz schön aus. Aber wir haben jetzt, glaube ich, erstmal 15:30 oder 16 Uhr, aber die Sonne ist schon hinter den Bergen verschwunden. Und ich habe mir hier einen abgefroren auf dem Weg. Ich habe mir zum Glück eine Pulli und eine Jacke mitgenommen. Aber wir schauen es uns trotzdem mal an hier, wie es aussieht.
Mega die schöne Aussicht von hier oben. Ein Teil der Berge liegt auch noch in der Sonne und hier oben, da ist das Besondere, das ist der Goldene Fels. Hier stehen wir vor dem sagenumwobenen Goldenen Fels. Die bekannteste Ausführung davon steht in Myanmar an einer Klippe und der Stein sieht eigentlich so aus, als würde er runterfallen. Aber er wird durch ein einziges Haar von Buddha gehalten. Das besagt zumindest die Legende, weshalb der Stein nicht runterfällt. Und so ist es hier vom Prinzip her auch ein bisschen kleiner. Aber hier gibt es so ein Ritual, was die Einheimischen machen. Ihr seht hier so eine kleine Feuerstelle und da ist dann Kerzenwachs. Und das kann man dann schmelzen lassen und gegen eine Einbahnmünze kleben und dann auf den Goldenen Fels kleben. Das ist wahrscheinlich so ein Ritual, was hier Glück bringt. Das, was ihr gerade von oben gesehen habt, ist Wat Kha Nu Ha. Hier diese goldene Buddha-Statue inmitten der Felder hier. Richtig schönes Setting. Aber auch insgesamt eine große Tempelanlage. Hier noch eine Pagode. Da hinten ein Tempel mit einer riesigen Statue drin. Also richtig schön. Und man kann sogar auf diese Berge hier oben draufklettern. Da ist sogar so eine Fahne drauf. Aber ich habe bei Google Maps gelesen, dass das nicht ganz ohne sein soll. Abgesehen davon ist es jetzt schon zu spät. Aber ich laufe hier trotzdem mal ein bisschen rum. Was für ein schöner Spot für den Sonnenuntergang. Hier die Brücke durch die Felder, hier die Buddha-Statue, die Pagode, da hinten die Berge, die Sonne, die jetzt untergeht. Also mir fehlen tatsächlich etwas die Worte. Was für ein unfassbar schöner Tag war das heute. Aber ich muss zurück, weil ich habe mir auf dem Hinweg schon den Arsch abgefroren. Das wird jetzt auf dem Rückweg nicht besser. Und dann suchen wir uns noch mal ein schönes Plätzchen aus, wo wir was zu essen finden. Mit einer Sache kommt man immer weiter, nämlich Khao Phat, das bedeutet gebratener Reis. Und dazu sage ich immer Mangsa Virat, das bedeutet kein Fleisch oder vegetarisch. Und viel wichtiger als das noch Mai Phet. Mai Phet bedeutet bitte nicht so scharf. Und dann habe ich 2 Portionen direkt genommen, weil ich mega Hunger habe. 2 heißt, ich muss gucken, Song. Nung Song Sam. 1, 2, 3 auf Thai. Naja, versuche ich mir noch alles ein bisschen zu merken und lasse es mir jetzt mal schmecken. Probieren wir mal ein ganz kleines bisschen. Schmeckt echt lecker. Thais kann einfach unfassbar gut kochen. Aroi, sagt man hier in Thailand. Zu lecker. Cheers! Und übrigens ein Tipp, wenn ihr nur Tausender habt, die ihr aus dem ATM bekommt, könnt ihr die gut bei 7-Eleven wechseln. Wenn ihr jetzt zu so einer kleinen Garküche geht und zahlt irgendwie 40 Baht mit einem Tausender, dann haben die oft kein Wechselgeld oder nur mühselig. Deswegen am besten einfach bei 7-Eleven wechseln. Also Prost! Aus dem einen Singer wurde dann auch noch das ein oder andere Chang mehr. Ich habe mich noch lange mit der Gastgeberfamilie unterhalten, mit dem Mann und mit der Frau. Die Frau spricht kein Englisch, der Mann aber ein bisschen und der Sohn spricht gut Englisch. Also da kann man sich schon gut verständigen. Sonst ist es hier in Pre etwas schwieriger. Also egal ob jetzt irgendwie bei einer Garküche, beim Rollerverleih oder sonst irgendwo. Englisch wird häufig eher auf taube Ohren stoßen. Aber das trägt ja auch irgendwie zu dem Reiseerlebnis bei. Ja, das macht das Ganze ja auch irgendwie cooler, wenn halt irgendwie die Speisekarten nicht alle auf Englisch sind und man sich irgendwie so ein bisschen mit Händen und Füßen verständigen muss. Und zur Not hilft natürlich auch Google Translate weiter. Und ich denke, dieses Video zeigt, dass man auch im Jahr 2025 noch richtig coole Orte bereisen kann, wo weniger Touristen unterwegs sind. Weil in den Kommentarspalten lesen wir ja auch häufiger immer, ne? Das Reisen früher war viel besser. Die ganzen scheiß Influencer machen alles kaputt. Überall nur noch Massentourismus. Alles ist kacke. Die Leute sind nur noch am Meckern und so. Und ich denke, das liegt einfach an jedem selbst, wo man hinreist. Klar, wenn du nach Chiang Mai gehst, wenn du nach Pai gehst oder andere Orte in Thailand, die bekannt sind, da sind viele Touristen. So, das weiß man in der Regel ja auch vorher. Und wenn man darauf keine Lust hat, dann kann man sich ja auch einfach andere Orte raussuchen. Da muss man halt mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Und ich denke, liegt im Endeffekt einfach an jedem selbst, wie er reist und wohin er reist. Also ich bin wirklich fasziniert von dieser Stadt. Gerade als ich den Roller zurückgegeben habe, bin ich noch mal ein bisschen durch die Gassen gelaufen. Einfach so viele schöne Häuser, so viele Tempelanlagen. Das Ganze ist irgendwie wie so ein Freiluftmuseum. Ja, es gibt auch noch ganz viele Cafés und Restaurants, die alle richtig
schick und hübsch aussahen. So, da hätte ich euch auch noch so viel mehr zeigen können. Also das hat es mir hier wirklich angetan. Aber das markiert nur den Anfang der Reise durch Nordthailand. Ich treffe mich jetzt mit Helen in Chiang Mai. Dann schnappen wir uns einen Roller, fahren weiter durch den Norden von Thailand, erkunden noch viele solcher Orte und wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Also macht's gut, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns dann nächste Woche mit Helen wieder. Macht's gut, ciao, ciao.